Komm mit und begleite mich bei meiner Westwegwanderung. Ab Hausach geht es in 6 Tagen durch den Schwarzwald nach Süden, durch schöne bunte Herbstwälder und vorbei an überdimensionalen Ameisenhaufen. Auf halbem Wege lerne ich auch noch 2 Weggefährten kennen, zusammen geht es bei Wind und vor allem Regen bis fast nach Basel. Hey ho, hallo. Diesmal geht es den Westweg lang. Gerade vorhin gestartet unten in Hausach. War mal wieder eine super kurzfristige Geschichte. So vor einer halben Woche beschlossen, das zu machen. Gestern Abend von 10 bis 12, also eher schon nachts, alles fertig gepackt. Oh, mal schauen, was so bringt. Eingeplant sind so 6 Tage bis nach Basel. 5 bis 6, ich glaube es sind so 140 Kilometer. Zelt ist dabei. Los geht's! So, es ist jetzt irgendwie 6:30, wird bald dunkel und bin schon ziemlich fertig. Bin jetzt die letzte Strecke relativ durchgelaufen, aber jetzt habe ich einen schönen Platz gefunden fürs Zeltchen. So ist hier so eine schöne Lichtung. Eigentlich echt ganz nett, auch halbwegs flach. Und da hinten, da ist sogar noch eine Bank. Welch ein Luxus! Tag 2. Gestern bin ich dann doch nicht so mega weit gekommen, nur so ein bisschen unter 20 Kilometer. Aber naja, hat mich auch nicht hetzen lassen eigentlich. Und habe einen schönen Campingplatz gefunden. Also zum Wildcampen. Und war aber nachts dann doch ein bisschen frisch, so auf 1000 Metern. Naja, wird die nächsten Tage denke ich auch so bleiben.
Ja, und jetzt habe ich hier gerade ganz lecker gefrühstückt. Gab wieder Brot mit Aufstrich, wie irgendwie immer bei mir, wenn es nicht gerade warm gibt. Mit schöner Aussicht. Tada. Und jetzt geht es dann ganz gemütlich weiter Richtung, es kommt dann Richtung Furtwangen, weiter Richtung Süden. Bestimmt 1,50 hoch. Ziemlich krass. So, das wird der Ausblick für diese Nacht. Tada. Sehr, sehr schön. Sogar hier mal wieder mit Picknickplatz, mit Tisch. Es wird ja immer besser, der Luxus. Das Einzige ist da hinten die Straße. Hört man wahrscheinlich auch auf dem Video. Ist noch relativ laut, aber ich hoffe mal, dass sich das im Abend gibt. Es ist jetzt erst irgendwie 6:30 oder so, das heißt, naja, um 9 oder so ist es sicherlich ruhiger. So, jetzt gibt's Frühstück. Tag 3. Und die Aussicht ist echt großartig hier. Vorhin hat man sogar die Alpen gesehen. Sehr, sehr schön. Ah, da sieht man es sogar auch. Und da ganz in die Ferne spickt. Erkennt man es gerade so ganz schemenhaft. Naja, auf dem Video nicht so. Na, vielleicht so ein bisschen.
der erste Ort, durch den ich laufe, seit 3 Tagen. Dütisee. Und auch Zeit mal wieder die Vorräte aufzufüllen. So, in Titisee konnte ich die Vorräte wieder auffüllen. Mein Bauch ist jetzt auch wieder aufgefüllt. Es fehlt nur noch demnächst mal wieder Trinkwasserbrunnen oder irgendein Bach. Ich habe nämlich fast kein Wasser mehr. Ja, ansonsten schaue ich mal, ich habe so eine Hütte gesehen auf der Karte, die ganz nett aussieht, bis zu der ich es heute probieren will. Mal sehen, ob ich es bis dahin schaffe. Aber bin guter Dinge. Es ist jetzt irgendwie 2:30 oder so. Das heißt, ein bisschen habe ich noch. Ja, es sind glaube ich noch so 10 Kilometer. Sollte passen. Das wird vermutlich die Bleibe für heute Nacht. Eigentlich eine ganz nette Hütte. Tada. Eigentlich sehr gemütlich. Hat nur jemand seine Bananenschalen liegen lassen. Nervig sowas. Nach und nach kamen dann noch einige andere Westwegwanderer, die auch in der Rufenholzhütte übernachten wollten. Mit 2 anderen zusammen machte ich noch ein gemütliches und angenehm warmes Lagerfeuer. Irgendwie hat es auch immer was, Holz beim Verbrennen zuzuschauen. Die Glut hat immer so schöne Farben. Letzten Endes beschlossen wir auch, die restlichen Etappen des Westwegs zusammenzulaufen, bevor wir uns gut gewärmt in unsere Schlafsäcke verkriechten. Sind Sie zufrieden? Ich bin zufrieden. Ein Gedicht in Müsli-Riegelform. Banane. Ein Genuss die Schokolade. Mehr Motivation! Das muss doch motivierend sein, das Video. Motivation! Ja, jetzt sieht man wieder nichts. Natürlich Premium. Aber es ist Mal ein bisschen sieht man was. Yay, ich habe 2 Mitstreiter gefunden. Guten Tag, hallo. Hallo. Wir sind jetzt heute, ich kann meinen Arm nicht weit genug strecken, dass alle 3 drauf sind. So. Ah. Heute sind wir jetzt von der Rufenholzhütte weitergelatscht bis hier kurz vor Kandel in der, wie heißt die Hütte? Eine Holzhütte auf jeden Fall. Holzhütte. Eine kleine Holzhütte. Ich latsch mal raus, die ist nicht ganz so komfortionös wie die gestern. Aber sie ist schön. Also draußen regnet's und regnet. Es gibt sogar einen Brunnen direkt vor der Haustür. Welch ein Luxus. Ist ein bisschen kleiner.
Aber ist nett. Genau. Und jetzt sitzen wir hier und verbringen die Zeit irgendwie so. Genießen die Zeit. Genießen die Zeit. Genussmomente. Genau. Mal sehen, was uns den Abend noch so einfällt. Oder? Kannst du so. Und hier sieht man wieder die Verwandlung ins Schlossgespenst. Ja, so halb. An diesem Tag hatten wir nicht so viel Glück mit dem Wetter. Schon nach deutlich weniger Strecke als erhofft war es Zeit, die Regenklamotten überzuwerfen. Und in denen verbrachten wir dann auch den restlichen Tag. Die ganze Zeit war es trüb, neblig, feucht und nieselig bis regnerisch. So ein badischer Riesenregenwurm. Ziemlich cool. Hand zum Vergleich. Die wunderschöne Aussicht vom Blauen. Oh, mit Kamin. Hast du gerade gesagt? In der Hexenhütte gab es sogar einen kleinen Ofen, doch den in Gang zu bringen stellte sich als schwierige Aufgabe heraus. Mit geeinten Kräften und einer kleinen Starthilfe mit Spiritus hatten wir am Ende des Abends aber doch eine angenehm geheizte Hütte, bevor wir uns ein letztes Mal in unsere Schlafsäcke verkrochen haben, um noch einmal Energie für die verbliebenen Kilometer zu sammeln. Kandern gab es dann mal wieder die Möglichkeit, einen Supermarkt aufzusuchen. Gestärkt von frischen Brötchen und Croissants ging es einen wirklich netten kleinen Wanderweg durch die Wolfsschlucht, vorbei an schönen Felsen, großen Bäumen und kleinen Höhlen. In einer hat wohl vor einiger Zeit sogar mal ein Eremit gelebt. Auch irgendwie cool. Gar nicht. Mich braucht man nicht sehen, mich sieht man schon häufig genug.
Wir sind jetzt hier nicht mehr auf dem Westweg. Krass. Seit 5 Minuten. Genau. Wir sind hier kurz vor Weil am Rhein. Wir werden nicht bis nach Basel latschen, weil da wegen Corona und so uns eine Quarantäne droht. Deswegen sind es jetzt so die letzten, wie viele Kilometer? 6, 5,5. 5,5 mittlerweile. Ganz entspannt. Erstmal runter und dann unten im Tal. Und dann ist die Tour auch schon bald zu Ende. Schade, schade.